Ich würde sagen, wir hören uns noch kurz ein bisschen Endgame an vom Rex zu Diablo 4, bevor wir dann in die Diablo 3 Season starten. Ja, ich möchte auch fairerweise sagen, ich habe es auch bei meinen Mods gepostet, ich habe wirklich Feedback gegeben. Ja, man glaubt es kaum, aber Diablo 4 ist so auf Abwägen, dass ich mich sogar mal eine Stunde hingesetzt habe, um Feedback zu submitten. Das denkst du schon, das hat jeder getan. Also ich habe mir das Entwicklerforum zu Diablo 4 angeschaut und jeder gottverdammte Streamer, Influencer, wie die ganzen Bengals auch heißen, es gibt tonnenweise Feedback. Deswegen glaube ich auch persönlich, ich habe sie geschrieben, dass die Season nochmal verschoben werden muss, dass wir noch einen Testserver brauchen oder dass sie auf das Feedback scheißen und irgendwas machen. A bunch of things. And immediately when I saw that, I realized that pretty much nobody is going to test that because you either have to level up all the way up to 70 and then get some gear and start testing it. And nobody's going to do that. Pretty much everyone's just going to boost to 100 and then you can't test things. So what I did for the last 3 days is I leveled up a character to 70 and I meticulously tested every single nightmare dungeon. Warum? Tested the pit, and I tested all of the different events that spawn in dungeons. And then I made a big write-up right here that I'm going to submit to Blizzard to try to make the game better. So, you can see here. Du musst halt das musst halt Free-Tester, genau das ist es, ja. Ohne Witz, ja, die können Rags, Wuchi, Rob und auch mir, können die mal einen Koffer Geld schicken, weil das, was da an Zeit drin ist, das, was das kosten würde, ja, finde mal jemanden, der 3 Tage lang sowas testet. Weißt du, wie ich meine? Und da reden wir ja von 3 mal 10 Stunden, 3 mal 12 oder whatever. After looking through it, the best dungeon in the game is Sirocco Caverns, where you get 74 million XP. Ich meine, du kannst jetzt natürlich sagen, ja, wir brauchen nicht unbedingt, das muss alles nicht so genau optimiert sein, whatever, aber es deckt ja dann auch teilweise enorme Fehler auf. Per hour. And the worst one by far is Bastion of Faith, where you only get 33.5. So I just wanted to make a quick video. Habe ich das richtig verstanden? Is Bastion of Faith. Ich krieg 33. Was ist das? Millionen XP pro Stunde? In der Bastion? After looking through it, the best dungeon. Und in den Caverns kriege ich 75. Also ist das 33 Millionen versus 75 Millionen. Macht ein bisschen einen Unterschied, welchen Dungeon ich da laufe, pro Stunde. In the game is Sirocco Caverns, where you get 74 million XP per hour. And the worst one by far is Bastion of Faith, where you only get 33.5. So I just wanted to make a quick video and tell you what I found out and what I sent to Blizzard, essentially. So what are the goals of this testing? I wanted to look at the endgame activities and try my best to show them how to balance them. Balance, Endgame. Es ist halt, also man muss auch mal sagen, es hat auch ein bisschen Ironie, Balance-Sachen zu Blizzard schicken. Weißt du, ich meine, Freunde, da müsst ihr aufpassen, es muss gebalanced werden. Ich glaube, dass die jedes Mal lachen, wenn sie so ein Feedback kriegen. But I think I had this conversation with Joe Pipora like a long time ago, maybe like 1 year ago, and he said that Diablo 4 is not trying to smooth out every single edge. There's some variance in the events and how things go is good. It's what makes a video game, and I completely agree with him. So even if you balanced it perfectly from these numbers that I ran, you're still not going to have a perfectly... You're still going to have variance because I only ran each dungeon one time. Obviously, you want to run them more than once, but I didn't have enough time. And the different builds perform differently and have strengths and weaknesses. Das sind die letzten, die lachen. We also want to identify all the bugs, what things still just don't work at all. And then we want to compare the different endgame activities to themselves and see if their rewards are appropriate. So we ran all the Nightmare Dungeons. Couldn't find Ritual Tower. I don't even know if that's an actual one. I couldn't find a key for Renegade's Retreat. I actually ran out of Sigil Powder or whatever trying to
create the keys. Used a poorly geared minion necro. I actually chose this very specifically. A minion necro is just kind of a lawnmower. Just walks forward and the minions just kill everything as you walk. It's a pretty good assessment for the value of something. I'm not pressing, there's no skill shots or nothing. You just walk forward and you mow the lawn. Ich will jetzt etwa behaupten, dass Minion Necro für die richtig Faulen ist. Didn't use any shrines, didn't use any consumables. In the unfortunate case where a dungeon got that stupid 30-second event in the middle that you just have to wait, I only timed it to 15 seconds in order to balance it, because the other events you can get done much quicker, and I didn't want to penalize a dungeon just because I unfortunately hit the RNG of getting the bad event. I added a 15-second loot penalty to every Nightmare dungeon. Not all loot is the same, but a lot of it comes at the end. And this is to kind of normalize the very, very fast dungeons. The very fast dungeons, you might... Also wenn ich mir anschaue, wie die Community durchklickt beim Looten, ich weiß nicht, ob da 15 Sekunden reichen. Say, oh my god, that dungeon is so godly, but really, if you have to spend time looting in all of them... Shiso, danke dir für 51 Monate. Raising all of their times up is going to give you a more accurate depiction of how valuable it really is. I killed almost every single monster in every single dungeon, including if I accidentally ran straight to the end and killed the boss, I went back and make sure that I killed almost every monster to normalize the results. And then finally, if there was an event, I always did the events after the Nightmare Dungeons, so their data could be... Man muss mal sagen, Average von 53 Millionen XP pro Stunde, Highest 75, 74, 34. 53 Millionen XP kommt mir trotzdem viel vor, wenn ich ehrlich bin. Collected separately. So, for Nightmare Dungeons, on average, I was getting about 53 million XP per hour. The most I got was 74. The lowest I got was 34. In my opinion, having the highest Nightmare Dungeon being more than twice as valuable as the lowest one that's too big of a variance. So, I actually wrote a lot of theories in this document before I ended up deleting it all. Blizzard is going to balance it however they want, so I just made a balance column here. Sirocco Caverns is 40% better than the average, and as you can see, Bastion of Faith rewards you with 37% less XP than the average. I wrote a bunch of... Ich meine, man muss dazu sagen, es wird natürlich nie möglich sein, das auf Biegen und Brechen genau zu balancen. Fairerweise, es kann halt nicht sein, dass vom Dungeon her der eine mehr als doppelt so gut ist wie der andere, also wenn ich eine Stunde spiele, weil dann weißt du schon, was du laufen möchtest. Ne? Wir hatten auch die Diskussion letztens mit dem Diablo 4 Team, wo wir den ganzen BTR gespielt haben, bezüglich der Albtraum-Dungeons und dass es vielleicht eine gute Idee wäre, Albtraum-Dungeon-Keys gezielt herstellen zu können oder einfach die Albtraum-Dungeons anders zu joinen ohne Keys. Weil jetzt hast du oft dieses Szenario, dass du den Flüsterbaum als Dungeon gemarkt hast und dann musst du normal spielen, weil wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du bei den gefühlten 100 Dungeon genau diese eine Instanz kriegst, die im Flüsterbaum für eine Stunde lang Zusatz einen Reward geben würde. Also wenn du da ein anderes System machst, ich stelle mir jetzt so ein System vor, du laufst zum Dungeon rüber, ich klicke drauf und kann mir das Level aussuchen, auf den ich spielen möchte und dieses ganze Key-System, whatever, alles raus, dann könntest du das noch in dieser Farmroute ein bisschen kombinieren und hättest da noch ein bisschen Abwechslung, weil das wäre dann hier nicht ganz so dramatisch, weil wenn du dann sagst, okay, der eine hier zum Beispiel, der Tempel, der ist nur 22% effektiv, der andere wäre 40%, aber der Tempel ist gerade Bonus für den Baum und deswegen laufe ich den trotzdem, weil nämlich der Baumbonus das Ganze dann wieder ein bisschen ausgleicht. Ja, das war auch so eine Diskussion, die hatten wir etwas länger mit dem Team, wie gesagt, weil diese Dungeon Keys, Nightmare Dungeons selbst, normal war es so, es gibt so eine S-Tier-Liste von Nightmare Dungeons, da stehen die Top 3 drin oder die Top 5 und alles, was nicht in diesen S-Tier ist, wird sofort gelöscht, weil das läuft eh keiner. Und wenn du in der Gruppe bist, dann wissen die Leute, was S-Tier ist und löschen alles andere und dann heißt es immer nur noch, wer hat welchen Key und go. Ideas and theories here. Blizzard is going to do whatever they want with the data. So here's the column. I would say at a minimum, these 7 dungeons are absolute garbage. I would like you to buff them.
you don't have to nerf anything, but if you want to nerf something, Sirocco Caverns, I would say would be on the chopping block, because it's even 10% better than the second best one. Again, I only ran it one time, but you're getting Was kommt da almost noch was anderes? If Ich I have hüpfe a mal rock, weiter, weil hier mit den einzelnen Dungeons, da springen wir mal ein bisschen drüber, über die Feedbacks. Mich würde nämlich interessieren, was er dann per se bei den Bugs gefunden hat, weil das ist das, was jeden trifft. has a slay all in the Nice beginning. reach, kind You of. kill them all, and there's one or two left. Also wenn zum Beispiel so eine Tür nicht öffnet, das hatten wir auch, dass du in den Dungeon oder so nicht rein kannst, weil die Tür nicht öffnet, dann bringt dir das nichts. Cannot completed, being leave, weil 2 Monster übrig bleiben. Left, and you Das ist broken seit Diablo 4 Release. Ich glaube, das ist mir sogar auch schon 2 Mal passiert, dass ich dass ich das hatte und das nicht abschließen konnte und ich habe die Gegner nicht gefunden, weil die irgendwo in die Wand reinbuggen. can't progress. This has been bugged since the beginning of Diablo 4. This is one of the best both of these are two of the best nightmare dungeons. Please fix this. Earthen Wound and Collapsed Vault, they still have layouts where you can have very bad backtracking. It happened to me. So these are 2 layouts to look at again. Whispering Vaults and Endless Gates, the portals to go through them are not 0.75 seconds. Why don't you give us the instant portals from the pit? That would be way better. And then the levers in the middle dungeon, also not 0.75 seconds. They take way longer than that. I wish you would correct it to 0.75 per the patch notes. Now, the Nightmare Dungeon events, in general, this is the main thing that they said that they fixed. They do pay way more XP on average than doing the actual Nightmare Dungeon, which is exactly how it should be, because if it's not higher than you have the event there, you just skip it, right? I guess you go for the loot, but it needs to be more rewarding. Ja, also das kann man dazu sagen, dass es immer so ist, wenn du in den Dungeon bist. Wir haben alles an Events mitgenommen. Ein Paradebeispiel dafür war vielleicht, ich glaube, es war in Season 3 oder war es in Season 2, das Gruppenleveln, wo wir in einem Dungeon 3 oder 4 Events hatten. Ne? Verfluchte Kiste, verfluchter Schrein, verfluchte Truhe oder dieses verfluchter HB-Brunnen. Und das gab so viel XP, das war richtig frech. Also diese ganzen Events mitzunehmen, lohnt sich eigentlich immer, wenn sie nicht verbuggt sind. The placement of that is better, so I give them a nice job for that one. The amount of dungeon events feels way too low. I ran 60 Nightmare Dungeons and I got 22 events. I was hoping to get like 1 per Nightmare Dungeon, whether it's a side event or a cursed chest or a cursed well or a cursed shrine or something. Or I would love to see ones where it has multiple events in them, especially since they're buffed. So I think the amount of events is way too low now. And the variance of them is very, very off. I got Last Stand 6 times, Cursed Shrine and Cursed Wells 5 times, 4 times. I got these 2 events only once, and I never got any of these events. Not a single time in 60 runs. They also introduced Goblin Packs into the game, spoiler alert. Hatte ich auch kein einziges Mal, dass es Goblin Bags in den Dungeons gab. Das wurde mir vom BTR schon rüber gespoilert von den Leuten. 2-mal Butcher bei 60 Dungeons. Bei mir ist der Butcher in jedem zweiten. Ja? Vielleicht ist Rex Vegetarier. Schlechter Wortwitz. Ich fand den gut. That was nice. I got 2 of them in 60 runs, and I got the Butcher twice. How do I get this 6 and 5 times and these none? That doesn't make sense. The variance of a dungeon event is very extreme as well, based upon the mob type that happens to spawn in it. So, for example... Ja, okay, ich meine, aber da muss man fairerweise sagen, je nachdem, wo das Dungeon-Event auftritt, oft hast du es auch von der Platzierung her so, dass du, sagen wir, mit 2 Angriffen nicht die ganze Welle töten kannst, weil die hinter einer Säule stehen, weil die um die Ecke, also um die Kurven stehen und. Also ganz so, das ist natürlich klar, dass es von dem her nicht ganz so rund läuft. Ich glaube, das lässt sich auch gar nicht besser machen, weil wenn die Sachen auf den bestimmten Orten spawnen, dann müsstest du ja die Dungeons komplett redesignen, damit das dann besser läuft. Und Cutie, danke für die 8 Monate. Lass uns nochmal eins weiter hüpfen, wenn wir über die XP rübergehen.
Das schauen wir jetzt an. Jetzt kommt der Paint Master. Das ist immer das Spannendste. This event, Ritual of Blood, I think it just needs a redo. This is where there is a circle in the middle. I guess we can go to paint here. Let's go to paint real quick on this one. There's a circle here. It's not very big. Okay. And then the monsters, they all spawn here. They spawn on the outside, right? And guess what? My minion Necro, I was just kind of standing right here. They would just kill everything instantly. The only way that you progress the bar is if they walk into the middle and then you kill them. So if you can get one to get close and they die, I guess you can corpse tendril and try to vacuum in some in there. But the fact that the monsters always spawn on the outside, and if you have a powerful build like Frozen Orb, or if you have Hurricane, or if you have the Dust Devils, or if you have Minion Necro, you're probably going to kill almost all of them before they can walk in. And the fact that you don't spawn any in the middle, I can't complete the event unless I play bad. I got to run to the corner and pray that these mobs... Ja, okay, also da muss das ist genau das gleiche Problem, was auch der Dust Devil Barb hatte. Wenn du Dust Devil Barb spielst und die Wirbel sind so riesig und die schnetzeln alles weg, dann verlierst du bei diesen Events, auch diese World Events, wo du die zur Blutsäule ziehen musst. Da verlierst du einfach, weil das Ding fährt drüber, das Ding macht so viel Schaden und dann war's das. Also das ist, ja, teilweise müsste das wahrscheinlich noch ein Ticken optimierter werden. Und zwar wesentlich, wesentlich optimierter. Was haben wir hier unten noch? 1 point. You pretty much get no extra reward. When the monster level was 10 levels higher than me, I got 3.5 million XP in a run. When they were 20 levels higher than me, I got 3.6, nearly the exact same number. I don't know if that was intended or not. Ich habe auch, man muss sagen, die Bit selbst, wenn du über Level 100 kommst, dass das alles sich gefühlt nicht mehr weiterentwickelt. Also du bist sowieso, wenn du einen Treffer kriegst, bis zu 99% One-Shot von der Bit. Also Bit ab Level 100 macht überhaupt keinen Spaß. Also ich hoffe, dass da noch ein Redesign reinkommt, weil das ist einfach so eine reine DPS-Bresche, so entweder das Monster oder ich. Auch bei den Bossen, ne? Du musst den Boss töten, bevor der irgendeine Attacke macht, weil das ist echt sehr, sehr annoying. Und jetzt hier rein von XP-Wert her oder sonstiges. Ich glaube einfach, Blizzard hat das nicht überdesignt. Ja. But you get pretty much no reward other than the additional reward drops at the end. Now you could make the argument that maybe that doesn't matter because the pit is a super endgame activity anyway, and maybe you're supposed to already be 100 or nearly 100, so they didn't tune the XP here, and it's not really that important. You could make that argument, and I mean, I made that argument right here, so maybe it doesn't matter. But I want it to be a conscious decision by Blizzard. Did you mean for this to happen where you get essentially nothing extra for trying harder levels? If you didn't look at this and it was like an oversight, well... Naja, ich meine, nichts stimmt ja jetzt per se auch nicht, weil wenn ihr höhere Bits macht, gibt es am Ende mehr Eier. Und, ich glaube, Rob hat das getestet. Ich glaube, es kommt... Ah nee, das war bei den Uber-Bossen dann. Ich dachte mir eben, dass wenn das so ist, dann sollte es auch mehr, das war aber auch das Feedback, was ich eingesammelt hatte, dass die Pit, je höher man spielt, es zwar mehr Eier gibt, aber nicht unbedingt bessere Drops. Also du kriegst nicht bessere Greater Affix Drops und. Also ich denke mal, es ist hier noch viel Handlungsbedarf, aber es ist auch etwas, was relativ einfach geändert werden kann. Also da müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ein Dankeschön den Rex auch an dieser Stelle. Du brauchst halt auch Leute, die halt einfach mal auf Biegen und Brechen alles austesten. Weil Blizzard macht das selbst nicht. Die Quality-Abteilung von Blizzard macht das nicht. Wahrscheinlich haben sie die Zeit nicht oder nicht die Ressourcen oder empfinden es als nicht wichtig. Weil ich lese ja eben oft, 90% der Spielerbase trifft das nicht, was in der Pit ist, weil 90% der Spieler kommen nie zur Pit oder spielen das nicht. Aber das ist auch ein bisschen eine schwache Argumentation, ein schlechtes Spiel oder ein Spiel mit einem schlechten Quality-Status zu machen, weil 90% dort nicht hinkommen. Irgendwann kommen die Leute auch dorthin und dann, glaube ich, hätten die es auch gerne, dass es funktioniert. Meine 2 Cents. Meine 2 Cents, meine Damen und Herren.